In unserem Hobby gibt es kaum etwas Spannenderes, als wenn das nächste Stück Technik vor der Tür steht. Dieses besondere Kribbeln vor jeder Neuanschaffung gehört einfach in unseren Alltag als Audiofans. Doch die wahre Magie beginnt erst, wenn die ersten Töne durch das neue Gerät fließen und die Musik plötzlich eine Tiefe und Klangfarbe entfaltet, die wir so noch nie erlebt haben. Genau diese Momente lassen unsere Lieblingssongs in einem völlig neuen Licht erscheinen und erinnern uns daran, warum wir dieses Hobby so lieben. Und genau so ein Moment steht uns jetzt mit dem Bursten Timekeeper GT4 bevor. Hey Freunde, ich bin Björn von HiFi Geek und heute schauen wir uns an, was die Burst Timekeeper GT4 wirklich so drauf haben. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Design und Verarbeitung, die Technik hinter den GT4s und die besondere Stromversorgung mit den Fusion Cores. Wenn euch solche tiefen Dives in High-End Audio gefallen, lasst doch gerne ein Abo da. Das hilft dem Kanal enorm beim YouTube-Algorithmus und zeigt mir, dass ihr mehr von diesem nerdigen Kram hören wollt. Die Timekeeper GT4 sind schon seit ein paar Wochen bei mir im Hörraum und in diesem Video klären wir, warum ihr euch die Monoblöcke ganz weit oben auf die Wunschliste schreiben könntet. Börsen Audio hat die Timekeeper GT4 für den Test kostenlos zur Verfügung gestellt, nimmt aber keinen Einfluss an den Testaufbau oder an dem Fazit. Wie immer bleibt es hier brutal ehrlich und transparent. In den letzten Monaten hatte ich einiges mit Börsen Audio zu tun. Die Jungs und Mädels bauen richtig feine HiFi-Geräte, die gerade auf dem deutschen Markt noch eher unter dem Radar laufen. Nicht, weil sie schwach wären, sondern weil jeder neue Markt einfach zusätzliche Investitionen bedeutet und Börsen ganz klar Produktmacher sind. Man sieht es auch darin, dass sie ihr Portfolio verjüngt haben, neue Revisionen aufgelegt und über ihren Flaggschiff und noch die Voyager-Serie als High-End-Linie etabliert haben. Für dieses Review habe ich mich bewusst für die Grand Tourer-Serie entschieden, denn für viele ist das schon das absolute High-End, was Features, Verarbeitung, Klang angeht und auch preislich definitiv eine Ansage. Zur Einordnung: Börsen teilt das eigene Lineup grob in 4 Serien: Party, Stellar, Grand Tourer und Voyager. In der Party Series findet ihr zum Beispiel den Playmate 3, ein DAC mit Kopfhörerverstärker, der schon klar in Richtung High-End schielt. Die Grand Tourer Series gehört zusammen mit der Voyager Series zu den ausgewachsenen Linien. Hier gibt es Preamps mit Headamp sowie den Soloist, DAC Preamp-Kombos wie den Conductor oder eben Endstufen wie die Timekeeper GT4. Mit einer Kombi aus Soloist oder Conductor und den Timekeeper Monos könnt ihr euch eine sehr potente Anlage im hohen vierstelligen Bereich aufbauen, inklusive starken Kopfhörer-Setup und klassischen Lautsprechersystem. Die Timekeeper GT4 werden grundsätzlich als Monoblöcke im Doppelpack geliefert. Ein Verstärker pro Lautsprecher. In der Max-Variante, die ihr hier seht, kommen zusätzlich noch die großen externen Fusion Core Netzteile hinzu. Vielleicht kurz zur Einordnung. Monoblöcke heißen so, weil jeder Verstärker genau einen Kanal übernimmt. Links und rechts haben jeweils ihren eigenen Amp. Für alle, die in der Technik nicht so tief drin sind, das ist, als würde jede Seite eurer Anlage ihren eigenen Motor bekommen, statt einen sich zu teilen. Gerade im High-End- oder Ultra-High-End-Bereich ist das ein beliebtes Konzept, weil es klanglich einfach ein paar handfeste Vorteile gibt. Aus audiophiler Sicht bedeutet das bessere Kanaltrennung und damit auch eine stabilere, präzisere Bühne, mehr eigene Leistungsreserven pro Kanal und oft mehr Kontrolle und Punch bei anspruchsvollen und bassstarken Lautsprechern. Kurz gesagt, mehr Trennung, mehr Kontrolle, mehr Headroom. Das ist der Reiz von Monoblöcken. Bei der Max-Version, die hier im Einsatz ist, begrüßen einen also 2 ordentliche Pakete vor der Haustür. Eines mit beiden Monoblöcken selbst und eines mit den Fusion Core Netzteilen. Typisch Burson, die Verpackung ist stabil und durchdacht, sodass die Endstufen sicher ankommen. Im Lieferumfang der GT4 Max findet ihr 2 Timekeeper GT4 Monoblöcke, 2 Fusion Core Netzteile mit 32 Volt und 15 Ampere, die passenden 4-Pol DC-Kabel, Netzkabel, Imbusschlüssel und Ersatzsicherungen. Ich gebe es zu, als die Timekeeper hier ankamen, war ich ziemlich aufgeregt. Von den Timekeeper hatte ich vorher schon einiges gehört, aber konnte es echt kaum erwarten, die endlich in meine Kette zu hängen. Eigentlich standen noch ein paar Umbauarbeiten in meinem Setup an, aber ich konnte einfach nicht mehr abwarten. Also durften die Fusion Core Netzteile erstmal Platz auf dem Subwoofer nehmen und die Timekeeper einfach auf einer HiFi-Basis auf dem Boden. Optisch nicht perfekt, nö, aber es ging einfach nur ums Hören. Die Kette sah dann so aus: der Eversolo DMPA6 als Streamer und DAC, der Fosi Audio ZP3 als Vorstufe, dann die Burson Timekeeper GT4 mit Fusion Core und am Ende die Amphion Argon 3S sowie unterstützt von dem Arendal 1961 1V Subwoofer, aber diesen habe ich im Sealed-Modus betrieben. Und schon die ersten Tracks, die hatten definitiv etwas. Das war sofort ein Gefühl von Kontrolle, Punch, Ruhe im Hintergrund. Danach habe ich mit dem Mini-DSP UMIC 1 schnell das iMES-Feature von dem Eversolo DMPA6 benutzt und das mal eingemessen und mal einen 4-Filter angelegt. Und dann wurde es richtig interessant.
Als klassische Endstufen halten sich die Börsen Timekeeper GT4 bei den Anschlüssen bewusst zurück. Pro Monoblock gibt es einen XLR und einen Kinch-Eingang, dazu Trigger in, Trigger out und den vierpoligen 32 Volt Stromanschluss für das externe Netzteil. Auf der Rückseite sitzt außerdem ein kleiner Schalter, mit dem ihr die verschiedenen Betriebsmodi der GT4 durchschalten könnt. Mehr braucht ihr an dieser Endstufe nicht und der Rest passiert irgendwie dann schon in der Kette davor. Optisch bleibt Burson bei der bekannten leicht futuristischen Designsprache. Die GT4s sind etwas schmaler als klassische Vollbreitgeräte, ungefähr 2/3 von der Standardbreite, und als Monoblöcke lassen sich schon sehr symmetrisch links und rechts von eurer Einrichtung platzieren. Man könnte die Verstärker auch stapeln, aber die Verstärker arbeiten mit einem hohen Idle Bias und ziehen im Leerlauf etwa 100 Watt. Entsprechend werden sie ziemlich warm und mehr als handwarm, also eher deutlich warm. Deshalb würde ich vom direkten Stapeln abraten und eher auf ein offenes Rack setzen. Gerne auch auf dem Burson Mothership oder etwas Vergleichbares mit Luft nach oben und Luft nach unten. Zusätzlich sind die Timekeeper GT4 aktiv gekühlt, besitzen Luftauslässe links und rechts vom Gerät und sollten auf gar keinen Fall irgendwie abgedeckt werden oder sowas. Was die Verarbeitung jedoch betrifft, da liefern die Australier wieder mega ab. Massive Aluminiumgehäuse, saubere Kanten, keine unsauberen Spaltmaße oder irgendwie sowas. Das verschraubbare Vierpolkabel zum Fusion Core wirkt absolut hochwertig und die Verschraubung sorgt natürlich dafür, dass man irgendwie das nicht aus Versehen mal rausreißen kann oder so. Unter der Haube sind die Burson Timekeeper GT4 ernster für Class A/B Monoblöcke. Sie liefern 30 Watt im reinen Class A-Betrieb und darüber hinaus 100 Watt an 8 Ohm und 200 Watt an 4 Ohm, jeweils im Class AB-Modus. Die Verzerrungen liegen bei unter 0,03% bei 1 kHz, der Signalrauschabstand bei rund 110 Dezibel und die Ausgangsimpedanz ist unter 0,015 Ohm im Audiobereich extrem niedrig. Das sorgt für gute Kontrolle selbst bei anspruchsvollen Lautsprechern. Der hohe Idle Bias ist eins der zentralen Merkmale. Im Leerlauf ziehen die Monoblöcke pro Stück etwa 100 Watt, ohne dass Musik läuft. Das hält die Transistoren permanent im optimalen Arbeitsbereich und reduziert Crossover-Verzerrungen, was sich in einem sehr linearen, präzisen Klangbild mit schnellen Transienten niederschlägt. Und eben diesem echten Class-A-Betrieb bis etwa 30 Watt. Ein Großteil der GT4-Philosophie dreht sich um das Thema Stromversorgung. Burson setzt hier auf die eigenen Silent Power Module, kurz SP-Module, die das Netzstromrauschen massiv reduzieren und für eine extrem ruhige Versorgung sorgen sollen. In den Timekeeper GT4 kommen die SP2-Module zum Einsatz, die deutlich rauschärmer als die Standardregler und leiser als die älteren SP1-Module sind. Sie filtern Spannungsschwankungen und Rauschen weg, bevor das Signal überhaupt an die Verstärkerstufen gelangt. Zusätzlich arbeiten in der Max-Version die externen Fusion Core-Netzteile. Das sind GAN-basierte Netzteile, die mit sehr hoher Schaltfrequenz arbeiten und bis zu 480 Watt liefern können. Durch die GAN-Technologie sind sie effizient, bleiben recht kühl und können so den Verstärker mit extrem sauber Gleichspannung versorgen, ohne das typische 50 Hertz Brummen vom klassischen Trafos. In Kombination mit den SP-Modulen zielt Burson darauf ab, einer batterieähnlichen Ruhespannung so nahe wie möglich zu kommen. Ob man das Marketingbild mag oder nicht, die Ruhe im Hintergrund ist hörbar. In der Leistungsstufe selbst setzt Burson auf Excicon-MOSFETs, die für hohe Spitzenströme, niedrige Verzerrungen und schnelle Transienten bekannt sind. Ziel ist es, die oft zitierte Transistorhärte klassischer Designs zu vermeiden und einen eher natürlichen, organischen Klang zu liefern. Zusätzlich haben die GT4 einen optionalen Input-Buffer. Aktiviert ihr ihn, läuft das Signal über den Burson V7 Vivid Op Amp, der quasi in der Version verbaut ist, und wird um bis zu 12 Dezibel bei XLR bzw. 6 Dezibel bei Kinch angehoben. Das ist halt mega praktisch, wenn eure Quellen- oder Vorstufe nicht sonderlich viel Pegel liefert und ihr trotzdem volle Leistungsfähigkeit der Monoblöcke ausreizen wollt. Im Normalfall werdet ihr wahrscheinlich nicht brauchen. Heißt im Umkehrschluss, wenn ihr den Filter nicht aktiviert, geht euer Signal nicht über den Op-Amp. Kommen wir zu dem Teil, den wahrscheinlich die meisten Menschen interessiert. Wie klingen die Timekeeper GT4? Ich habe sie an 3 verschiedenen Lautsprechern gehört und in jeder Kette sauber eingemessen. Über alle Kombinationen hinweg haben sie einen klaren Charakter gezeigt. Die GT4 spielen
mit einem leicht warmen Grundton, liefern aber gleichzeitig eine enorm hohe Detailauflösung. Der Hintergrund ist ruhig, fast schon pitch black und gerade in den Höhen bleibt es sehr transparent und sauber, ohne Härten oder Schärfen zu produzieren halt auch, ne? Die Wärme dabei ist auf jeden Fall schon mal nicht röhrig romantisch, sondern eher angenehme, entspannte Grundstimmung, die macht Langzeithören auf jeden Fall mega einfach. Dennoch ist es nicht so warm, dass für mich, also ich mag das super Warme halt überhaupt nicht, dass ich da keinen Spaß mehr dran habe. Also, oder anders gesagt, mit den Lautsprechern, die ich jetzt hier hatte, war es dann doch schon sehr analytisches Hören. Ein Track, der es vor Kurzem erst auf meine Referenzliste im Metal geschafft hat und, grade im Zusammenspiel mit dem Ever-Solo und den Amphion besonders herausgestochen hat, war „Stay With Me“ von In Flames. Die Gitarren werden mega sauber im Raum abgebildet mit, feinen Details, und dieses Saitenschnarren von dieser Gitarre, ist halt klar nachvollziehbar, dass es halt um Picking handelt halt, ne? Und die Bühne wirkt halt sehr direkt. Gesang sitzt halt stabil in der Mitte, während die Side Vocals, wunderbar um dich herum quasi aufgebaut werden. Ähm, Wenn der Song dann im letzten Drittel, ja, total anzieht, behalten die GT4s halt mega die Kontrolle und liefern unglaublichen Punch dann im Bassbereich und verlieren dabei aber null an Durchhörigkeit. Bei „Winter“ von Synestia zeigt sich dann, wie gut die Timekeepers komplexere symphonische Death-Metal-Produktionen sortieren können. Harte Breakdowns, orchestrale Elemente oder der Orgelpart werden halt mega sauber getrennt. Der Subbass, der schiebt halt echt ordentlich, ohne irgendwie zu verwaschen. Und auch bei der hohen Dichte, die der Mix halt einfach mit sich bringt, bleibt die Bühne stabil. Genau bei solchen Stücken merkt man halt einfach, wie viel Ruhe und Kontrolle eine sauber aufgebaute Endstufe mit guter Stromversorgung in so ein System hineinbringen kann. Viele sagen halt einfach immer so, für Endstufen sind nicht ganz so super relevant. Ja und nein. Also, wenn du ein gutes System hast, kann die Endstufe dir immer noch den letzten Schliff geben. Und jetzt hier in dem Beispiel jetzt bei mir mit den, Arendal-Towern war es halt so, wenn ich andere Endstufen angeschlossen habe, und jetzt die Börsen im Vergleich, die sind einfach souveräner, wesentlich souveräner, ja. Die ganze Aufteilung, die ganze Trennung von den ganzen Instrumenten und so weiter machen die einfach noch eine Ecke besser, als es andere Endstufen tun. Ungeachtet der anderen Kette. Also, es bleibt dabei, es ist bei mir immer 'n Everso DMPA-6 da drin gewesen. Selbst beim AB-Vergleich hat man das halt deutlich raushören können, dass da noch 'n bisschen mehr, ja, Trennung zwischen allem herrscht. Wenn du 'ne wirklich günstige Endstufe nimmst, dann merkst du halt, dass sie grade bei diesem komplexen Song total verwäscht. Du merkst halt auch an deinen Lautsprechern, dass sie total verwaschen bei diesem Song, wenn die denn nicht gut aufgeräumt sind, oder beziehungsweise wenn sie nicht in der Lage sind, die Musik gut aufzuräumen. Ja, dieser Song ist komplett aus der Dose, der ist jetzt nicht irgendwie, mit 'nem echten Orchester gemacht, dafür hat die Band gar keine Kohle. Er ist sehr überproduziert, sage ich einfach mal, aber grade das zeigt halt einfach dann, also, die das ist echt 'n Benchmark einfach für alles an Musik, was man irgendwie so hört, um zu sehen, funktioniert das oder funktioniert das einfach nicht. Im Studio werden sie gescheite Monitore gehabt haben, denn die Abmischung ist super. Die Bässe drücken ganz tief und, dennoch passiert so viel drumherum ähm mit dem ganzen Orchester und den Streichern, der Orgel und so weiter. Gehört habe ich die Börsen Timekeeper GT4 mittlerweile größtenteils an den Arendal 1723er Towern. Das sind große, ausgewachsene Standlautsprecher, die hier im Hintergrund stehen, mit TRX-Ultra-Zertifizierung, 4 8 Zoll Treibern und einem Waveguard-Hochtöner, gebaut für extrem hohe Pegel und brutale Dynamik und gleichzeitige ehrliche Detailwiedergabe. Genau diese Kombination aus Kontrolle im Bass und sehr sauberen Mitten und Hochton macht sie zum perfekten Spielpartner, um zu testen, ob eine Endstufe wirklich souverän bleibt, wenn es halt laut und komplex wird. Gleichzeitig habe ich aber auch dann im Tiefton zusätzlich mit dem SVS SB5000 gearbeitet, einem geschlossenen 15 Zoll Subwoofer,
der extrem tief geht halt, aber trotzdem auch wieder ultra präzise im Bass ist. Dadurch aber halt einfach auch diese Lautsprecher noch mal, beziehungsweise die Timekeeper noch mal, entlastet, indem ich die, Lautsprecher bei 80 Hertz quasi im Crossover betrieben habe. Und, der SB5000 kann halt ordentlich Druck machen und bleibt dabei halt erstaunlich kontrolliert und trocken, sodass man auf mega Film mitgucken kann, irgendwelche elektronischen Bassorgien abfeiern oder irgendwelche Double Bass Gewitter, gerade im Metal halt so, ne? Und zusammen mit den Towern zeigt sich halt einfach, ähm, dass sobald der Subwoofer mit dabei ist, die Verstärker einfach noch mehr Kontrolle halt über diese Lautsprecher haben. Unterm Strich hatte ich dann nachher damit in meinen Augen schon 'n ziemliches Endgame-Setup, ja. Also, das löst mega fein auf, ist gnadenlos brutal ehrlich, wenn's um Dynamik und Kontrolle geht und, war halt für mich auch total die ideale Spielwiese, um dann halt die Stärken an den Timekeepern mega noch mal rauszuarbeiten und noch mal zu sehen, was geht da jetzt so wirklich. Also, gerade in Arendal 1723er Towern hat man wirklich sehr gut gemerkt, was die Bursons halt können, ne? Die Bühne spannt sich sehr breit auf, stabil, wobei die Stimmen brutal in der Mitte stehen, und auch dann bei dichten Metal-Deathcore-Produktionen bleiben dann die Gitarren, Vocals alle klar voneinander getrennt. Also, wenn dann irgendwie, das Schlagzeug hier irgendwie unterwegs ist und, dann hier die Gitarren und der Bass, das ist mega ortbar. Also, es geht schon fast gar nicht besser, ja. Der Oberbass ist mega punchig, super schnell und kontrolliert gewesen. Die Kickdrums haben auch wirklich so richtig Body, ja, ohne dass es irgendwie anfängt zu wummern und selbst bei hohen Lautstärken, und jetzt kommt halt der Punkt, ähm, die Lautsprecher sind für hohe Lautstärken ausgelegt, die Burstens können mithalten. Ja, also wenn du wirklich sagst: „Ey, ich muss hier total die über 100 Dezibel zu Hause fahren“, ja du, so what? Mit den kleinen Dingern kannst du halt echt was reißen. Unterm Strich sind die Bursten Timekeeper GT4 für mich Endstufen, die ganz klar zeigen, wo Bursten mit der Grand Tourer Serie hin möchte. Sie sind keine Show-Effekt-Amps, die auf den ersten Blick irgendwie „wow“ schreien, sondern eher Werkzeuge, die Kontrolle, Ruhe und Durchzeichnung, nach vorne stellen und genau damit im Alltag immer mehr überzeugen. Gerade in den Arendal-Towern, den 1723ern hier im Hintergrund, haben sie jetzt sich als extrem souverän erwiesen. Egal ob leise, spät abends, oder richtig laut, komplexe Metal-Produktionen, die Dinger behalten einfach die Kontrolle. Die Kombination aus hoher Dauerleistung, hohen Idle-Bias, ähm, Exicon-MOSFETs und der aufwendigen Stromversorgung mit den SP-Modulen und dem Fusion Core zahlt sich auf den Höreindruck halt total ein. Schwarzer Hintergrund, saubere Transienten, viel Punch, aber kein künstliches Aufdicken oder Schönfärben in irgendeiner Art und Weise halt so. Wenn ihr einen Amp sucht, der eher wie eine Präzisionsendstufe arbeitet als ein Effektgerät, dann sind die GT4s definitiv spannend. Vorausgesetzt, der Rest eurer Kette spielt im ähnlich hohen Niveau und euer Raum gibt das auch irgendwie her. Denn preislich bewegen wir uns hier klar im High-End, aber noch nicht ganz absurden Regionen mancher Ultra-High-End irgendwie Monoblöcke, die fünfstellige Summen pro Paar aufrufen. Von der technischen Herangehensweise, Monoblock-Design, GAN-basierte Fusion-Core-Netzteile, äh, Silent-Power-Module, hohe Ströme und von der Souveränität im Betrieb ragen die GT4 für mich aber durchaus in Bereiche hinein, in denen man sonst deutlich teure Lösungen findet. In Teilen sind wir hier auch schon an der Schwelle zum Ultra-High-End. Nur eben ohne das Preisschild von 'nem Griffin, Burmester oder Macintosh Monster. Natürlich muss man sich trotzdem fragen, ob das eigene Setup überhaupt passt. Ihr braucht Lautsprecher, die das auch irgendwie umsetzen können. Ihr müsst mit der Wärmeentwicklung und Stromverbrauch leben wollen. Wer aber den Platz hat, passende Schallwandler davor zu hängen, ähm, und
Wert auf dieses Plus an Trennung, Kontrolle, Headroom, quasi legt, bekommt mit den Timekeeper GT4 Max 'n Paket, das sehr konsequent zu Ende gedacht ist, muss man sagen. Für mich persönlich sind sie im Moment so 'n bisschen der Punkt, ähm, an dem ich sagen würde, viel weiter nach oben muss ich bei Endstufen in meinem Setup überhaupt gar nicht schauen, weil das ist für mich halt schon ultra High-End. So, tut mir einen Gefallen, schreibt gerne in die Kommentare, welche Endstufen ihr aktuell nutzt oder was ihr generell von Monoblöcken haltet, gerade im Vergleich zu klassischen Stereo-Endstufen. Jede Interaktion, Kommentar, Like, Abo hilft dem Kanal von YouTube eher empfohlen zu werden, und sorgt dafür, dass ich mehr von diesen Projekten auf die Beine stellen kann, ja. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesen tiefen Dives in High-End-Kram sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Aktiviert auch diese coole Glocke und danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.